Hey und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind Michelle und Tim und heute nehmen wir euch mit auf unserem Roadtrip quer durch Namibia. Nach ca. 10 Stunden Flugzeit sind wir in Windhoek angekommen und der erste Weg führt uns zu unserem treuen Begleiter für die nächsten 2 Wochen. Unsere erste Fahrt führte uns Richtung Süden, einmal quer durch die Wüste und wir wurden direkt bei unserer Unterkunft mit einem wunderschönen Sonnenuntergang begrüßt. Die erste Nacht? Sehr kurz. Wir wollten früh los, um uns die toten Bäume im Deadflay anzusehen. Unterwegs schon die ersten Highlights mit den Heißluftballons über der wunderschönen Landschaft. Hier seht ihr die letzten Meter, bevor wir die ca. 850 Jahre alten Bäume erreicht haben. Die Dünen wurden immer höher und der Sand, durch den wir fuhren, wurde immer tiefer. Wir haben ungefähr 2 Stunden in dieser einmaligen Landschaft verbracht, bevor es wieder zurück zum Parkplatz ging. Unsere nächste Station, ein sehenswerter Canyon ganz in der Nähe. Am nächsten Tag verließen wir die Region in Richtung Küste. Unser Ziel? Swakopmund. Es lagen einige Kilometer vor uns und da kam es wie gerufen, dass es in Solitaire nicht nur eine Tankstelle, sondern auch den weltberühmten Apfelkuchen bei McGregor's gab. Nach 2 Tagen voller Sand, Staub und Sonne plötzlich das Meer. Von knapp 30 Grad zu 14 Grad. Wir kommen in Swakopmund an. Dieser Ort hat viel Schönes. Wir laufen am Strand entlang, genießen die Abendsonne und kaufen in kleinen Läden Souvenirs für unsere Liebsten zu Hause. Am nächsten Tag geht's für uns zu Sandwich Harbour, eine Wüste, die direkt ins Meer fällt. Wir waren sehr dankbar, dass wir Hans als Guide an unserer Seite hatten. Nachdem uns Hans gezeigt hat, wie man mit 2 Autoreifen die Straße glättet, fuhren wir weiter an die angrenzenden Salzfelder. Nach 2 Tagen in Swakopmund führt uns unser Weg in Richtung Norden. Vorbei an einem sehenswerten Schiffswrack, weiter über staubige Pisten, hin zum Berg Spitzkoppe. Der Tag neigt sich dem Ende zu
und von Spitzkoppe geht es weiter zu unserer letzten Station vor dem Etosha Nationalpark in die Onyamba Hills. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Abo da, einen Kommentar und ein Like. Wie heißt die Dinger noch? Vielleicht noch die Glocke.